glaubst, in der Meditation kann man nichts erleben. Das, was ich dir in diesem Video erzähle, das wird dich vom Hocker hauen. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach und Bewusstseinsforscher und in diesem Video möchte ich mit dir über eine ganz spezielle Meditationstechnik sprechen. Es ist ähnlich wie beim Meditation High, und die hat sich gebildet, als ich mal ein Selbstexperiment gemacht habe, wo ich versucht habe, 24 Stunden am Stück zu meditieren, und bei Minute sage ich schon, bei Stunde 20 ungefähr ist das Ganze abgebrochen, weil ich einfach eingeschlafen bin. Und ich war sehr frustriert mit dieser Erfahrung und habe dann eben angefangen, Methoden zu entwickeln und herauszufinden, was war mein Problem, warum das da nicht geklappt hat. Ja? Und einer der, der primären Faktoren war, dass einfach zu viel Melatonin gekommen ist und dass ich dort mein Bewusstsein verloren habe. Und so habe ich dann einfach angefangen, eine neue Methode zu entwickeln, wo ich dieses Problem umgehe, und habe da eine sehr, sehr verrückte Meditationsstrategie entwickelt, von der ich dir auch gleich berichten werde, wie sie funktioniert und vor allem, was passiert ist danach. Ja? Und das war für mich eines der schrägsten Sachen, und ich habe das noch einmal gemacht und habe mir dann persönlich, ja, wie soll ich sagen, ich habe es einfach nicht mehr gemacht, weil es für mich persönlich schon zu heftig war. Ich würde es heute gern wiederholen, aber zu damaligen Zeitpunkt war es mir einfach schon zu viel, muss ich sagen. Ja. Und zwar kennst du vielleicht die Infinity-Meditation. Ich habe auf YouTube vor kurzem, ein paar Wochen, die Infinity-Meditation hochgeladen. Ich verlinke es dir hier oben mit der Infokarte. Das ist eine Methodik, die ich dort entwickelt habe, dass man einfach in der Meditation wesentlich tiefer kommt, wo man einfach in einen sehr, sehr erweiterten Zustand kommt und wo man in der Meditation relativ einfach sich entkoppelt vom Körper, vom kritischen Verstand, vom Denker und einfach nur noch das Sein wird. Dieser Meditationszustand ist sozusagen die Basis für die Methodik, die ich da entwickelt habe. Ja. Und dann ging es mir um eine Sache, und zwar habe ich dann angefangen zu meditieren, und zwar nicht so wie viel am Stück, sondern ich wollte mit meinem Melatonin und mit meinem Serotonin experimentieren. In der ersten Phase habe ich mit der Infinity-Meditation jede Stunde meditiert. Also ich habe mir so eine Wecker gestellt, der jede Stunde eine Klangschale macht. Und dann habe ich sozusagen immer 7 Minuten meditiert. Also ich habe immer jede Stunde 7 Minuten meditiert mit der Infinity-Meditation. Also nicht, ich hab da nichts gehört, sondern ich habe immer Ohrbugs reingetan, Schlafmaske, und habe mich in diesen Trance-Zustand hineingebracht. Und nach 7 Minuten habe ich mir einen Timer gesetzt, war ich dann raus aus der Meditation. Das heißt, ich habe anstatt viel und lang zu meditieren, wie in dem letzten Video, einfach mehrere Häppchen am Tag verteilt. Und ich habe da schon am zweiten Tag gemerkt, dass das wesentlich effektiver ist und viel, viel tiefer geht mit der Methodik, also diese Wellen aufzubauen, anstatt einmal versuchen, tief zu tauchen. Ja. Weil du erzeugst wie so eine Art Pendeleffekt. Ja. Aber im Grunde geht es darum, den kritischen Verstand passiv runterzufahren, und das funktioniert am besten mit dieser Wellenmethodik. Ja. Und das habe ich gemacht, einen Tag, und am zweiten Tag habe ich diese 7 Minuten erhöht auf 10 Minuten. Das heißt, ich habe dann jede Stunde 10 Minuten meditiert. Ja. Ich habe das dann aber auch versucht, in der Nacht zu machen, aber in der Nacht hat es nicht so gut geklappt, weil ich da relativ schnell eingeschlafen bin, weil der Melatoninhaushalt einfach viel zu hoch war. Ja. Also ich habe in der Nacht dann oft eher durchgeschlafen, habe es zwar versucht mit so kurzen Schlafunterbrechungen, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass der Schlaf da einfach Dominanz hatte. Aber ich wollte das dann umgehen, weil da habe ich dann dasselbe Problem gehabt wie bei meinen 24 Stunden Selbstexperiment, und habe dann Folgendes gemacht. Übrigens, falls du
das eine Video von mir gesehen hast, wo ich sage, Meditation ist tot, du sollst nicht meditieren. Deswegen glauben sehr viele, ich rate von Meditation ab. Das stimmt natürlich nicht. Das sagen natürlich nur die, die das Video nicht zu Ende gesehen haben oder nicht verstanden haben, worum es tatsächlich in dem Video ging. Ja. Ich ging in diesem Video sehr um das Thema Programme, Nebel, Verstand ein. Und da ich viel meditiert habe, habe ich einfach gesehen, dass ich all meine Probleme wegmeditiert habe, anstatt aufzuhören zu meditieren und das Problem zu erkennen, aufzulösen und dann zu meditieren. Ja. Weil dann ist die Meditation viel effektiver, weil wenn du irgendwelche Themen hast, wie Probleme hast und so weiter und du willst da nicht hinschauen, natürlich hilft die Meditation, dass du dich dann besser fühlst und so weiter, aber äh, die Meditation fährt deinen Verstand runter und du fühlst dich dann besser. Und wenn du dann regelmäßig meditierst, dann bist du passiv in diesem Glückszustand. Aber das Problem, was du ja hast, ist nicht behoben. Ja? Und in dem anderen Video ging es primär nur darum zu sagen, okay, schau mal dein Problem an, was du verdrängst und löst das auf, dann ist die Zwiebelschale weg. Und wenn du dann meditierst, dann ist die Meditation viel effektiver, was nicht bedeuten soll, du sollst nicht meditieren. Ja? Für diejenigen, die das nicht verstanden haben, was die Kernaussage in dem Video war. Ja? Das wollte ich nur mal hier so gesagt haben. Ja? In jedem Fall empfehle ich auf jeden Fall zu meditieren und so viel und so tief wie nur möglich. Ja? Und ich bin ja, was das angeht, ja ein Experte in diesem Gebiet, im Bereich Meditation und Bewusstseinsforschung. Und deswegen auf jeden Fall meditieren. Ja? Aber kommen wir weiter zum Experiment. Also ich fing dann an, diese 10 Minuten, die ich dann jede Stunde meditiert habe, zu erhöhen auf 20 Minuten. Das habe ich dann einen Tag gemacht. Und dann habe ich das relativ schnell erhöht auf 30 Minuten. Und am 4. Tag, es war am 5. Tag, habe ich dann angefangen, das komplett umzudrehen. Und das war der Game Changer. Ich habe dann einfach 1 Stunde am Stück meditiert und habe dann 1 Stunde Pause gemacht. Das heißt, und dann wieder meditiert und so weiter. Und diese Methodik, die hat dann den Serotoninhaushalt und Melatoninhaushalt tatsächlich dann in eine Waage gebracht. Das heißt, ich habe genau 12 Stunden meditiert am Tag und 12 Stunden habe ich sozusagen normal gelebt. Und die Idee davon war so, dass ich meditiert habe, also 1 Stunde meditiert, dann habe ich 1 Stunde normalen Wachzustand gehabt, also gearbeitet und so weiter. Und dann habe ich immer nach 1 Stunde wieder meditiert und dann wieder wach. Auch in der Nacht 1 Stunde geschlafen, dann Wecker, dann 1 Stunde meditiert. Das ging dann aber ohne Probleme und so weiter. Und mit der Methode war das schon sehr, sehr strange, weil da hast du ja sozusagen diesen Mix zwischen Serotonin und Melatonin und das kann man sich so vorstellen wie so ein Glas. Mit jeder Meditation wechselst du das Melatonin in Serotonin und Serotonin in Melatonin und so weiter und du füllst dann das Glas an und irgendwann fängt das Glas auszukippen, ja, also auszulaufen und dann produzierst du, aber das ist nur meine Theorie, das körpereigene DMT und dann habe ich gemerkt, dass dann sehr, sehr krasse Sachen kamen. Auch bei den anderen Meditationen fingen schon krasse Sachen an. Aber bei der Methodik war es dann sehr, sehr strange, weil da fing es an, dass Visionen kommen, dass in jeder Meditation, das war schon auch bei den kleinen Mini-Meditationen schon sehr, sehr heftig, fing es dann an, dass wie soll ich sagen, das kann man nicht beschreiben, das ist einfach heftig, ey. Du machst nur die Augen zu und dann wechselt das Ganze sofort in Melatonin, aber du hast einen Serotoninüberschuss, du hast innerhalb von ein paar Sekunden warst du in einem luziden Zustand. Ja? Also bei mir war es so. Und ab dem 2. Tag, ich werde die ganze kleine Erfahrung gar nicht erzählen, weil es gar keine Bedeutung mehr hatte, weil die Kernerfahrung eine Erfahrung war, die alles auf den Kopf gestellt hat. Und zwar bin ich da gesessen im Wohnzimmer auf der Couch und habe meditiert. Und ich wusste nicht mehr genau, wo meine Hände waren. Und dann habe ich versucht, meine Hand runter zu tun, weil meine Katze ist gekommen und hat sich neben mich gelegt. Und ich habe dann einfach versucht, sie zu streicheln. Und plötzlich haben sich meine Atome aufgelöst. Ja? Und das Bewusstsein wurde eins mit der Katze und ich habe dann
in ihre Organe reingreifen können. Das war sehr, sehr strange. Und dann habe ich meine Hand weggetan, die Schlafmaske runter und dachte mir so, okay, passt, was ist jetzt passiert? Dann habe ich die Maske wieder runter, habe wieder meditiert und habe die Couch angegriffen und meine Hand hat sich mit der Couch aufgelöst. Ja. Und ich habe dann wirklich gemerkt, wie durch dieses jede Stunde meditieren, das war dann am zweiten Tag von dieser Methodik, war es dann sehr, sehr heftig, weil dann fängt es an, dass sich die Materie bricht und dass der Körper sich auflöst, aber das Bewusstsein ist immer noch da, so dieser transzendentale Zustand, wo Materie Stabilität bekommt, hat sich dann aufgelöst, ja. Ja, und am Schluss war dann halt was ganz Stranges, also ich habe dann meditiert und Schlafmaske weg und plötzlich war ich im Schlafzimmer. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie hingegangen bin, aber ich kann mich daran nicht erinnern. Es war auf jeden Fall so, dass ich plötzlich im Schlafzimmer in meinem Meditationsstuhl meditiert habe und entweder war es eine Teleportation oder irgendwas ist da passiert. Auf jeden Fall hat mich das ziemlich geschockt, dass ich das dann einfach dann abgebrochen habe ab dem, weil es wurde dann ab diesem Punkt, ab diesem zweiten Tag einfach so strange. Ich habe einfach die Augen zugemacht und plötzlich hat sich physisch innerhalb von 2 Sekunden angefangen, mein Körper aufzulösen und ich wurde eins mit den Atomen um mich herum, mit dem Raum, was dann ich hatte einfach dann, muss ich ehrlich zugeben, Angst, mich selbst komplett aufzulösen und nicht in diesen Zustand zu kommen, wenn ich damit weitergemacht hätte, dass ich wieder diesen Körper zusammenbaue. Ja, es war sehr, sehr strange. Ja. Ich wäre auch interessant gewesen, wie andere mich da wahrgenommen haben oder hätten. Das war auf jeden Fall für mich eine der krassesten Meditationserfahrungen, die sehr, sehr tiefgehend waren, muss ich sagen. Ja, und das waren so, also falls du das letzte Video kennst, wo ich dann versucht habe, 24 Stunden am Tag zu meditieren, das war schon krass. Aber diese Methodik, das dann also 7 Minuten dann zu steigern und dann eine Stunde zu meditieren und dann eine Stunde nicht zu meditieren, wieder eine Stunde zu meditieren, das war dann der Durchbruch. Da ging dann wirklich was. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt in dieser Meditation. Und dann hat sich daraus der Meditation High gebildet. Das ist eine Meditationstechnik, eine Mischung aus beiden Techniken, wo ich 21 Tage lang einen Prozess nehme und diesen Prozess übernimmt man und integriert den Meditation High in sich selbst. Was ist das genau? Das ist so dieser Zustand, wenn du zum Beispiel so, du kennst vielleicht den Running High, wo du joggst und plötzlich ist beim Joggen passiert dieser Flow, wo du nicht mehr aufhören kannst und du wirst getrieben von dieser Wolke und läufst und kriegst Energie davon. Und dasselbe gibt es beim Meditieren auch. Ich nenne das halt ein Meditation High. Und dann kann man dann indizieren und wenn man dann indiziert, das funktioniert nicht mit diesen beiden Methoden, es ist eine ganz andere Meditationsform. Aber wenn man das dann tut, kommt man in diesen High hinein und wenn man in diesen High hineinkommt, dann schließt du deine Augen und es dauert 2, 3 Sekunden und du bist sofort in einer Erfahrung drin. Und das hat sich dann ergeben. Und ich kann, wenn du möchtest, schreib es mir unten in den Kommentaren rein, dann werde ich dir mehr über den Meditation High erzählen und über ein paar Methoden aus dem Meditation High, wie man in diesen Zustand hineinkommt. Ich nenne das experimentelle Meditation, wo man wirklich mit seinem Bewusstsein die Materie durchbricht und seinen Zustand so verändert, dass man eine andere Form von Erfahrungen macht. Ja. Und ich habe so ziemlich jedes Buch über Meditation gelesen und alle Methoden und Experimente gemacht und weiß halt mittlerweile ganz genau, was du tun sollst in der Meditation, damit etwas passiert. Und in der Meditation High Meditation, da passiert immer etwas. Ich habe es also mit Freunden probiert und da ging bei jedem immer etwas in jeder Meditation. Also wir haben dann 2 Minuten meditiert und haben dann 20 Minuten Erfahrungsbericht davon aufgeschrieben. Das war schon sehr, sehr heftig. Ne? Wenn dich das interessiert, schreib es mir unten in den Kommentaren rein, dann werde ich in den nächsten Videos ein bisschen mehr über den Meditation High sprechen. Gut, in dem Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Das war jetzt so der Kern das mit der Teleportation oder Auflösen der Materie, der Kern dieser Erfahrung. Wenn dich noch mehr solche Erfahrungsberichte interessieren, schreib es mir unten in den Kommentaren rein. Vielen Dank übrigens für alle, die liken und kommentieren. Es hilft
mir sehr, den Kanal wieder aufzubauen, weil ja, der YouTube, seitdem ich meinen Unfall hatte, ähm, ja, der Algorithmus ist dann nicht mehr so wie früher und die Videos werden kaum noch gesehen. Ja, und deswegen vielen Dank für alle, die jetzt liken und kommentieren, die diesen Kanal wieder mit mir gemeinsam aufbauen. Ja. In dem Sinne freue ich mich schon auf das nächste Video und werde dir, wenn du willst, dann weitere Erfahrungsberichte geben.